Noch einmal gibt es keine Spur von den Tätern, doch die Ermittlungen gehen in die pro-palästinensische und linksradikale Szene. Die Farbattacke auf das Wohnhaus des Berliner Kultursenators hatte eindeutig einen antisemitischen Hintergrund. Es war bereits der zweite Angriff auf den CDU-Politiker innerhalb von wenigen Tagen. Der 54-jährige Joe Cialo war zuvor auf einer Veranstaltung von Israel Hassan bedrängt und bespuckt worden und konnte nur unter Polizeischutz den Ort verlassen. Der Bundesvorsitzende der Christdemokraten Friedrich Merz sprach von einem völlig inakzeptablen Vorgang und auch Politiker anderer Parteien verurteilten den Angriff scharf. Das hier ist das private Wohnhaus von Joe Cialo, Kultursenator in Berlin. Weil Cialo die Kulturförderung in der Hauptstadt nicht an Antisemiten zahlen wollte, ist er ins Fadenkreuz geraten. Bundesinnenministerin Nancy Faeser verurteilt den Farbangriff. CDU-Chef Friedrich Merz ist empört. Dass einem Mann wie Joe Cialo hier in Berlin Rassismus vorgeworfen wird, nur weil er sich für die Existenz des Staates Israel und für den Schutz der jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger in dieser Stadt einsetzt, ist wirklich in jeder Hinsicht inakzeptabel. Er hat unsere volle Solidarität und Unterstützung. Schon vor einigen Wochen haben palästinensische Aktivisten Cialo belästigt. Das militante palästinensische Milieu in Deutschland wächst. Ausgerechnet in dieser aufgeheizten Stimmung werden Vorwürfe gegen Außenministerin Annalena Baerbock laut. Sie soll sich mit den zwei pro-palästinensischen Aktivisten Emilia Royke und Alena Jabarin zum Abendessen getroffen haben. Beide haben in den sozialen Medien mit israelfeindlichen und zuweilen sogar antisemitischen Posts auf sich aufmerksam gemacht. Sie selbst hatten das Geheimtreffen auf Instagram gepostet. Ein vertrauliches Dinner mit Leuten mit solchen Positionen. Was, um Gottes Willen, soll der Erkenntnisgewinn sein? Die werden ja wohl hoffentlich nicht die Außenministerin beraten sollen. Aber wie gesagt, da ein Urteil zu fällen, ohne alle Umstände zu kennen, ist ein bisschen schwierig. Komisch ist, dass ich höre, dass Journalisten auch nicht richtig aus dem Auswärtigen Amt herausbekommen, was der Sinn dieser Veranstaltung gewesen sein soll. Die Generalstaatsanwaltschaft in Berlin erklärt, dass seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel der Antisemitismus in Berlin eine neue Dimension erreicht hat. Juden würden zunehmend auf öffentlichen Straßen oder im Internet beleidigt, bedroht oder sogar angegriffen.